Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Ja, wir stehen hier auch im Zentrum der historischen Anlage oder nahe des Zentrums. Das Zentrum bildet der Kaiserpavillon oder Zentralpavillon in meinem Rücken. Um diesen Mittelpunkt hin waren 12 gleich große oder annähernd gleich große Gehege angelegt und das 13. ist noch das Verwaltungsgebäude, in dem sich bis ins Biedermeier auch noch Tiere befunden haben. Also erst dann ist der erste Stock zu Wohnräumen ausgebaut worden. Bis dahin haben sich Tiere und Menschen das Verwaltungsgebäude geteilt. Es war eine kreisförmige Anlage, umschlossen von Mauern. Zwischen den Gehegen selbst waren auch Mauern. Und, auf der Rückseite der Tierhäuser auch noch einmal Mauern. Also man muss sich, wenn man jetzt heute durchgeht, sieht man davon nicht mehr viel. Es ist offen, es ist begrünt. Es hat schon einen ziemlich engen Charakter gehabt. Damals im Barock hat man das so gebaut. Das war der gängige Bautypus, auch diese Anlage mit einem zentralen, wenn man so möchte, Lusthaus im Zentrum, war also ein Barock weit verbreitet. Später hat man die Anlage dafür kritisiert, weil es nicht mehr zeitgemäß war. Und das war auch einer der Gründe, warum sie am Ende des 19. Jahrhunderts modernisiert worden ist. Da hat man dann die meisten dieser Mauern sukzessive abgerissen, durch Zäune mit Alleen ersetzt und einen offenen Charakter geschaffen. Und so waren wir eigentlich das erste Mal am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ein richtig moderner zoologischer Garten. Einige Features, die man in privaten zoologischen Gärten häufig gefunden hat, speziell auch in Deutschland, haben allerdings gefehlt. Zum Beispiel gab es bei uns keine Gastronomie im Tiergarten. Man hat auch keine Vergnügungseinrichtungen gehabt, die Geld gebracht haben, von Konzerthäusern über Eislaufbahn, Radfahren, alles hat man in Zoos der damaligen Zeit gefunden. Das war hier nicht erwünscht, weil das bis 1918 Ende, also bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie war das Privatbesitz der kaiserlichen Familie. Und in dem kaiserlichen Ambiente wollte man solche Vergnügungseinrichtungen nicht haben. Es war auch finanziell nicht nötig, weil der Tiergarten Schönbrunn vom Kaiserhaus finanziert worden ist aus der Privatkasse. Hat Jahresdotationen bekommen und wenn man irgendwas Spezielles war, hat man halt ein extra Budget ausgegeben und man war nicht wirtschaftlich abhängig von Einnahmen. Der Tiergarten war auch bis zum Jahr 1921 frei zugänglich, also man hat keinen Eintritt bezahlen müssen. Nur ab 1906, als dann die Erhaltung immer teurer geworden ist, der Zoo ist gewachsen, man hat mehr Tiere, mehr Mitarbeiter gehabt, ist für das Betreten der Tierhäuser Eintrittsgeld verlangt worden, was natürlich speziell im Winter interessant war, weil damals die Tiere eingesperrt waren, den Winter über, im Übrigen noch bis in die 1960er, 70er Jahre in vielen Zoos. Man konnte aber trotzdem frei durch die Anlage laufen, eben bis 1921, wo der Tiergarten Schönbrunn dann von der Republik Österreich übernommen worden ist. Jetzt hat man das alles neu geordnet und neu geregelt.
Jetzt den Kanal abonnieren, eure Frage in die Kommentare schreiben und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen.